Hast du eine US-LLC mit einem Konto bei Wise, ehemals TransferWise, und hat dir Wise angedroht, dein Konto zu schließen, weil du keine sogenannte Handelsadresse in den USA hast? Mit diesem Thema wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn dich das Thema LLC-Gründung, rechtssicherer Betrieb einer US-LLC im Ausland etc. interessiert, weil du möglicherweise planst auszuwandern oder schon ausgewandert bist, vielleicht willst du digitaler Nomade werden und eine LLC gründen, dann lade ich dich herzlich ein zu unserer Braveheart LLC Masterclass. Dort wirst du alles zum Thema LLC lernen, wie man die gründet, wie man die einsetzt, wie man Konten eröffnet, was aus steuerlicher Sicht zu beachten ist. Auch so Themen wie erweitert, beschränkte Steuerpflicht, betriebsstättenlose Einkünfte, wer die LLC legal verwenden kann, etc. pp. Das alles werden wir in diesem Seminar behandeln. Wir werden in diesem Seminar eine LLC gemeinsam live gründen, eine Steuernummer beantragen und dann auch 3 Konten für die LLC eröffnen. 1 bei Mercury, 1 bei Wise und 1 bei Stripe. Und das Beste ist, wenn du an diesem Seminar teilnimmst, dann schenken wir dir die Gründung einer US-LLC inklusive der einjährigen Betreuung, Wert von mindestens 2.000 US-Dollar. Alle Details zu dem Seminar und wann es das nächste Mal in Edinburgh stattfindet, das findest du hier in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum Thema Wise-Konto und LLC. Das hat so in den letzten Wochen und Monaten relativ hohe Wellen geschlagen bei denen, die eine US-LLC haben. Dort haben nämlich offensichtlich etliche LLC-Inhaber aus heiterem Himmel eine E-Mail von Wise erhalten und Wise sagt, du musst uns eine Trading Address nachweisen, also krude übersetzt Handelsadresse, korrekt übersetzt wäre Geschäftsanschrift oder Anschrift der Betriebsstätte. Und dieser Adressnachweis, den du da hochlädst, der muss also auf die Firma lauten. Man kann nicht genau sagen, welche Logik hier bei Wise angewandt wird. Definitiv sind nicht alle LLCs davon betroffen. Ich will dir das mal kurz zeigen. Diese LLC haben wir beim letzten Braveheart-Seminar in Edinburgh gegründet. Du kannst sehen, hier ist der Name der LLC, Limited Liability Company, Things Visible and Invisible LLC. Hier ist die Adresse in Wyoming des Registered Agent und hier ist die Trading Address. Das hier ist also eine Privatanschrift in UK. Wie gesagt, wir haben diese Firma gegründet, hier gemeinsam mit allen Teilnehmern. Ich habe das gemacht und die Teilnehmer konnten mir zuschauen und wie du siehst, es war bisher überhaupt kein Problem. Ich habe keine Post von Wise erhalten, dass das eine US-Adresse sein muss. In diesem konkreten Fall, wie eben das auch bei anderen Wise-Konten so üblich ist, habe ich dann einfach den persönlichen Adressnachweis, der auf meinen Namen lautet, für diese Adresse hochgeladen. Also Strom, Gas, Wasserrechnung etc. kannst du dort dann hochladen. Das musst du ja ohnehin bei Wise nachweisen. Dort musst du ja einen Wohnsitz nachweisen. Wenn du jetzt mehrere Wohnsitze hast, dann gibst du eben dann dort einen deiner Wohnsitze an. Also wohnst du zum Beispiel in Dubai, dann würdest du zweimal hier normalerweise einfach deine persönliche Adresse nachweisen. Einmal als deinen persönlichen Wohnsitz und dann auch als Geschäftsanschrift, als Betriebsstätte der LLC. Von dort aus betreibst du ja die LLC. Das haben natürlich auch die meisten Mandanten so gemacht. Aber wie gesagt, Wise hat dann hier vielen geschrieben. Ich kenne auch einige Fälle und hat geschrieben, diese Adressen sind nicht mehr in Ordnung. Du musst jetzt hier eine Geschäftsadresse nachweisen. Und da hat man dann natürlich ein Problem, denn die Registered Agent Adresse wird nicht akzeptiert. Ein virtuelles Büro wird auch nicht akzeptiert. Und man hat ja dann vielfach auch keine Dokumente, Strom, Gas, Wasserrechnung hier im Namen der LLC, die man dort verwenden könnte. Das hat dann dazu geführt, dass viele Wise-Konten einfach geschlossen wurden. Offensichtlich geht es auch vielen Neugründern so, dass man jetzt eine Trading Address nachweisen soll und der Nachweis muss eben auf den Namen der Gesellschaft lauten. Was kann man jetzt in diesem Fall hier tun, um zu verhindern, dass das Konto der LLC bei Wise geschlossen wird? Das Konto bei Wise haben ja schlicht und ergreifend viele, weil sie ein Euro-Konto benötigen. Ich meine, Mercury an sich ist natürlich eine tolle Lösung. Jetzt beim neuen Banking-Partner von Mercury kann man seit neuestem auch Euro-Zahlungen akzeptieren. Das heißt, der Kunde kann Euro auf das amerikanische Konto überweisen. Allerdings wird dann das Geld in US-Dollar umgewechselt und vielfach will man das ja nicht und man hat dann auch keine IBAN.
sondern eben eine amerikanische Kontonummer. Das ist ja dann doch für viele Kunden aus der EU verwirrend. Deswegen ist natürlich Wise eine feine Sache, wenn man dort tatsächlich dann ein Eurokonto hat, eine europäische IBAN, und dahin können dann die Kunden aus der EU überweisen. Was kannst du also nun tun, damit dein Wise-Konto nicht geschlossen wird? Oder was kannst du tun, um überhaupt ein Wise-Konto zu eröffnen? Nun, es kommt jetzt natürlich stark darauf an, wann du diesen Brief bekommen hast. Hast du schon eine Steuererklärung für die LLC eingereicht, wirst du kein Problem haben, denn eine Steuererklärung ist als Adressnachweis anerkannt. Völlig egal, ob da dein Registered Agent drin steht oder nicht. Das kannst du als Adressnachweis verwenden. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, naja, aber ich habe ja eine steuerfreie LLC, dann reicht ja keine Steuernummer ein. Viele wissen das nicht. Du musst für jede LLC eine Steuererklärung einreichen. Ja, du hast mich richtig verstanden. Auch für die steuerfreie Exempt LLC musst du eine Steuererklärung einreichen. Wir machen das für unsere Mandanten in unseren LLC-Paketen, die du auf nullsteuer.llc findest, ist dieser Service mit enthalten. Und zwar musst du Folgendes tun. Du musst eine sogenannte 1120, also das Formular 1120 einreichen. Das ist ein Corporate Tax Return. Also das ist dieses Formular. Ja, das musst du als Nullerklärung einreichen. Und zusätzlich musst du dann das Formular 5472 einreichen. Das hier ist dieses Formular. Die Angaben, die du hierauf machen musst, die sind jetzt relativ gering. Du musst jetzt nicht das ganze lange Formular ausfüllen. Du musst im Wesentlichen hier den Gesamtumsatz der LLC melden und dann Angaben zu dir persönlich machen, wo du steuerpflichtig bist, etc. pp. Aber nochmals, jede LLC, auch die steuerfreie Disregarded Entity, muss diese Erklärungen einreichen. Das heißt, wenn du jetzt diese E-Mail von Wise erhältst, deine LLC ist nicht komplett neu und diese Steuererklärung wurde schon für dich eingereicht, dann wirst du kein Problem haben. Dann kannst du schlicht und ergreifend dieses Formular 1120 einreichen bei Wise und das Konto wird nicht geschlossen werden. Denn wie gesagt, der Tax Return ist einer der Dokumente, den Wise als Adressnachweis akzeptiert. Es gibt dann noch eine andere Lösung, auf die ich gleich zu sprechen komme, die ebenfalls möglich ist. Aber zunächst möchte ich eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird. Und zwar, wenn mir die Frage stellt, Sebastian, ihr habt ja ein Büro in Austin. Könnt ihr mir nicht einfach einen Untermietvertrag geben, damit ich hier bei Wise diesen Untermietvertrag einreichen kann? Und das stimmt natürlich. Wir haben ein Büro in Austin, ein tatsächliches Büro, also nicht irgendwas Virtuelles, sondern ein wirkliches Büro, langjähriger Mietvertrag. Heutzutage muss man das ja alles sagen, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Und natürlich könnten wir jetzt hier jedem unserer LLC-Mandanten einfach einen Untermietvertrag hier ausstellen. Ich persönlich habe Bauchschmerzen mit diesem Vorgehen, denn im Grunde genommen wäre das ja ein Fake-Vertrag. Ja, also zunächst mal, damit der von Wise akzeptiert wird, können wir ja hier nicht einfach sagen, dass du dieses Büro praktisch nie nutzt und dass dir hier nur 10 Quadratzentimeter letztlich zur Verfügung stehen und dass die Miete nur $1 im Monat ist. Ja, damit dieser Untermietvertrag anerkannt wird, muss hier eine normale Miete festgesetzt werden, mindestens mal mehrere $100. Hier müssen Nutzungsrechte für das Büro eingeräumt werden und das wollen wir nicht und können wir gar nicht. Wir haben gar nicht die Infrastruktur, um zu sagen, okay, wir berücksichtigen jetzt, dass hier Dutzende von LLCs oder Hunderte von LLCs hier diese Adresse dann tatsächlich mit nutzen und vor allen Dingen willst du ja auch diese Miete, die dann dort letztlich veranschlagt werden würde, nicht bezahlen. Also das heißt, der Vertrag wäre von Anfang an fake. Ein Problem damit ist dann auch, und das siehst du ja bei manchen Anbietern, die wählen ja genau, zum Beispiel auf YouTube, zum Beispiel auch Amerikaner, die wählen ja dann auf YouTube genau diesen Weg der Sublease und bieten das ihren Kunden auch ganz offensichtlich an, damit sie eben das Konto bekommen. Das Problem ist natürlich, dass dann derjenige, der das Büro vermietet, nämlich wir in dem Fall ja ganz genau wissen, dass du dieses Büro nie nutzen wirst, denn es ist ja gar nicht darauf ausgelegt. Wir würden also dir aktiv ermöglichen, dass du hier bei der Bank falsche Angaben machst und würden dir letztlich mit diesem Wissen diesen Vertrag hier letztlich ausstellen oder dich sogar ermuntern, unseren Service zu nutzen,
weil wir dir genau einen solchen Fake-Mietvertrag ausstellen würden. Das Problem ist eben, wenn man jetzt bewusst falsche Angaben gegenüber Banken in den USA macht, das gleiche gilt auch in Europa, dann ist das strafbar. Und wenn man das Ganze dann auch noch gewerbsmäßig machen würde, wenn wir hier von Conspiracy to Fraud sprechen, was dann schon strafrechtlich eine ziemlich ernsthafte Sache ist. Ja? Und alles, was hier notwendig wäre, um das zu eskalieren, wäre ja, wenn irgendeiner unserer verrückten Konkurrenten hier den Staatsanwalt in Austin informiert und sagt, dass wir genau hier gewerbsmäßig letztlich Bankenbetrug betreiben. Deswegen können wir das mit dieser Sublease nicht machen, unseres Büros, da wir ja tatsächlich wissen, dass es keine echte Sublease wäre, sondern nur eine Fake Sublease, also nur ein Fake Untermietvertrag, damit du hier an dieses Konto kommst. Da würde dann alles Mögliche auf dem Spiel stehen, von Zulassung bis Visum und natürlich tatsächlich weitergehende strafrechtliche Konsequenzen in den USA. Für dich als Nutzer wäre das Ganze vermutlich ziemlich harmlos, aber derjenige, der das organisiert, der das, wie man auf Englisch sagt, facilitated, der steht natürlich hier dann schon sehr schnell tatsächlich in der Schusslinie. Also deswegen können wir das nicht machen. Und schon gar nicht würde ich jetzt natürlich öffentlich hier in Blogposts, in Artikeln oder in YouTube-Videos für einen solchen Service werben. Das ist ja meiner Meinung nach Selbstmord. Wenn du Interesse hast, so wie ich, in den USA zu leben, dort weiter einreisen willst, dann kannst du natürlich sowas absolut dir nicht erlauben. Also, was ist nun neben dem Tax Return, wenn du jetzt keinen Tax Return hast, weil du zum Beispiel eine Firma hast, die noch nicht alt genug ist? Was ist hier neben dem Tax Return eine andere Möglichkeit, wo du hier auf niemanden anders angewiesen bist, was du sozusagen hier alleine für dich organisieren kannst, ohne jetzt hier groß nach einem Untermietvertrag oder Ähnlichem zu fragen. Schauen wir uns dazu einmal an, was Wise dazu zu sagen hat. Hier also die Seite von Wise. Wie verifiziert Wise die Adresse meines Unternehmens? Für Unternehmen benötigen wir 2 Adressen von dir, nämlich die registrierte Adresse, das haben wir ja schon gezeigt. Deine Handelsadresse, also wie gesagt, dieser Begriff ist ja sehr krude hier übersetzt, oder dein primärer Geschäftssitz ist der physische Ort, von dem du aus dein Geschäft jeden Tag betreibst. Also ganz sicherlich nicht natürlich irgendeine Adresse über einen Untermietvertrag, denn dort wird ja dein Geschäft nicht betrieben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir ja vorhin gesagt, du versuchst bei Wise deine tatsächliche Trading Address nachzuweisen. Du sagst, Wise, ich trade von zu Hause aus, dort ist meine Betriebsstätte, von dort aus arbeite ich. Und dann wird es nicht akzeptiert von Wise aus irgendeinem seltsamen Grund, den niemand versteht. Also, was hast du da noch für Optionen? Deine Handelsadresse darf keine der folgenden Adressarten sein: Postfach, Postannahme oder Weiterleitungsdienst, virtuelle Adresse, Unternehmensregistrierungsstelle, Anwaltskanzlei. So, jetzt kommt genau dieses Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe, hier von der LLC, die wir auf dem Kurs zusammen gegründet haben. Zum Beispiel kann es sein, dass dein Unternehmen in den USA registriert ist, du es aber von deinem Wohnsitz in Großbritannien aus führst. Die Adresse in den USA wäre dann deine registrierte Adresse und deine Adresse in Großbritannien wäre deine Handelsadresse. Genau, das haben wir genau gemacht. Das hat ja auch in dem Beispiel, was ich dir gerade eben gezeigt habe, funktioniert, aber eben scheinbar aus irgendeinem Grund scheint es nicht mehr bei allen so zu funktionieren. Gründe, die mir persönlich nicht klar sind, die Wise auch so nicht offen kommuniziert, aber es gibt sie eben. Welche Adressen werden nun von Wise akzeptiert? Nebenkostenabrechnung, Gasstrom, Festnetz, Pacht-, Miet- oder Gewerbevertrag, also eben hier würde dann der Untermietvertrag funktionieren, Bankkonto oder Kreditkartenabrechnung. Also wenn du einen Kontoauszug hast von Mercury zum Beispiel, dann könnte das auch funktionieren. Gewerbelizenz und Registrierungsdokumente, also es gibt ja in den USA zum Beispiel eine Business License, aber im Grunde würde das ja sagen, dass du da eine Betriebsstätte hast. Das willst du nicht. Steuerdokumente wie Steuererklärung, genau, das haben wir vorhin gesagt, das funktioniert. Versicherungspolicen wie Gewerbeversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, Unternehmensversicherung oder Berufshaftpflichtversicherung. Wenn es sich bei deinem Unternehmen um einen Einzelunternehmer oder eine LLC mit nur einem Mitglied handelt und dies dein einziger Geschäftssitz ist, kannst du ein Dokument vorlegen,
das an deinen vollständigen Namen, wie er auf Weiß und deinem Ausweis erscheint, adressiert ist und die Geschäftsadresse enthält. Genau, das ist ja das, was ich hier in meinem Beispiel vorhin mit London gemacht habe. Aber wir sind ja schon dazu gekommen, dass das jetzt wohl nicht mehr überall akzeptiert wird. So, jetzt stellt sich also die Frage, welcher dieser Dokumente man hier noch relativ einfach an Wise liefern kann. Und da sticht vor allen Dingen natürlich die Versicherungspolice ins Auge. Tatsächlich kannst du in den USA für wenig Geld, also ich sage mal $200 bis $300 pro Jahr, eine Haftpflichtversicherung für deine LLC abschließen. Und dort kannst du dann auch zum Beispiel die Adresse deines Registered Agent verwenden. Oder wenn du bei uns bist, kannst du auch gerne unsere Adresse verwenden, ist uns völlig egal. Und dann kannst du damit tatsächlich dann hier eine Versicherungspolice bekommen. Das will ich dir mal eben ganz kurz zeigen. Wir haben das schon mehrfach mit diesem Anbieter hier probiert, simplybusiness.com. Hier gibst du also zunächst mal ein, was deine Firma macht. Sage ich mal IT Consulting zum Beispiel. Also das wäre so Software. So, und jetzt gibst du an, was du willst. Sagen wir mal zum Beispiel hier Get an Idea of Price. Das heißt, ich will hier im Grunde genommen ein Angebot bekommen. Und jetzt wird hier gefragt, what state is your business located in? Hier wird also nicht nach Trading-Adresse gefragt. Ich habe dir gesagt, dass es wichtig ist, nicht zu lügen. Ja? Also das heißt, was hier gefragt wird, ist einfach schlicht und ergreifend die Location deines Businesses, und da kannst du ja von Fug und Recht sagen, dass das letztlich der Registersitz ist. Oder wie gesagt, gib gerne auch unsere Adresse ein, wenn du Mandant hier bei uns bist. Geben wir hier mal Texas ein. So, dann komme ich zum Next Step. Und da siehst du dann, was das Ganze kosten würde. Wenn ich also hier eine allgemeine Haftpflichtversicherung nehme, würde das bei $21 pro Monat liegen. Also sehr günstig, kannst du hier praktisch einen Adressnachweis bekommen. Und wie gesagt, wir haben das getestet. Das funktioniert mit Wise. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass du nicht lügen musst. Du bist hier nicht auf Dritte angewiesen, die hier irgendwelche dubiosen oder halbseidenen Lösungen dir vorschlagen, sondern du kannst einen offiziellen Adressnachweis besorgen. Du wirst das nur einmal brauchen, denn in den Jahren danach kannst du dann immer letztlich die Steuererklärung als Adressnachweis verwenden. Ich sage das deswegen, weil Wise ja regelmäßig diese Trading-Adressen überprüft. So, also in diesem Sinne ist es jetzt ein längeres Video geworden. Eigentlich scheint ja das Problem sehr einfach zu sein mit diesen Handelsadressen, aber der Teufel steckt eben wie immer im Detail. Wenn dich das Thema US-LLC interessiert, dich das Thema Banking in den USA interessiert, dann würde ich dir natürlich vorschlagen, komm zu unserem Seminar, der Braveheart LLC Masterclass in Edinburgh. Ein Beratungsgespräch macht vielleicht auch Sinn. Link zu beidem packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich lebe seit 2008 in den USA. Seit 2008 helfen wir Mandanten in die USA umzuziehen, dort Firmen zu gründen, US-Visa zu beantragen, sich in den USA neu zu etablieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.